Wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir nutzen heute mal das Orakel der inneren Stimmen für ein Auswahlorakel. Hier geht es ein bisschen darum, einen Impuls zu kriegen, wo man wieder hingucken darf oder wo man etwas übersieht. Und ich denke mal, ich mache 2 Seiten und wir gucken uns das an. Ihr könnt dann wählen. Ja. Ja, ich hab's gleich. Hier unten haben wir schon mal die Fülle für alle, verbunden mit dem Element Wasser auch irgendwie, ne? Allem, was einem zufließt, der Fluss der Fülle, ob es jetzt emotional ist oder auf dem erdigen Weg. Und wir nehmen noch so eine und dann legen wir los. Ich stelle euch gleich noch was dazu als Auswahlhilfe. Machen wir es mal so. Ich kann mich wieder mal dauernd schlecht entscheiden, aber ich würde hier diesen silbernen Buddha nehmen und wir gucken mal, was der mit uns spricht. Ja, hier gibt es etwas, was dir deine innere Stimme sagen möchte, dass du vielleicht eine Entscheidung treffen musst und dich im Zwiespalt fühlst. Einerseits zieht dich diese Seite an, andererseits die andere Seite. Und du versuchst irgendwie den goldenen Mittelweg zu finden. Und hier wird natürlich auch gesagt, höre dabei auf dein Herz, ne? Lass dich auch nicht blenden von irgendwas, auf die Reinheit des Herzens. Und möglicherweise fühlt man sich so in einer Konkurrenzsituation, ne? Oder auch hat Entscheidungen, die das Thema mitbringen, ne? Wer ist der Bessere? Wo spielt man hier ein Spielchen, wer der Stärkere ist? Wo bringt einen vielleicht das Thema Konkurrenz auch zu bestimmten Entscheidungen hin? Wobei ich immer denke, ne, Konkurrenz ist so ein Wort, das ich eigentlich für mich ausschließe, weil es kann jeder seins machen. Es ist keiner besser als der andere. Und ich gehe meinen Weg ohne diese Beeinflussung von, ich müsste jemanden toppen oder jemand nimmt mir irgendetwas weg, ne? Weil dann habe ich so dieses ziehende Gefühl und verliere ganz mein eigenes Licht aus dem Herzen raus, was ich denn für mich möchte, wenn ich nur etwas tue, um jemand anderen zu übertrumpfen. Es kann sein, dass sich hier ein Konflikt zeigt auf der Emotion, ein Konflikt, dass man ein Gefühl nicht aufrechterhalten kann oder dass man wankend ist, ne? Sich bei irgendetwas zu entscheiden. Und möglicherweise sieht man auch die Richtung nicht richtig, für was man sich entscheiden soll oder darf. Oder den Weg. Ne? Und jetzt guckt euch das an. Es geht auf jeden Fall darum, in Zukunft für Fülle zu sorgen. Wir haben hier auch die emotionale Fülle, hier unten die Fülle. Und es ist egal, wer mit dir konkurrieren will. Du erschaffst dir ja dein eigenes.
das, was dich erfüllt, das kann dir niemand wegnehmen. So, hier geht es darum, dass man zu etwas Zuneigung hat. Es geht um das Element Feuer, das heißt, mache auch wieder das, für das du brennst. Ja? Gucke, dass du die Dinge, die du machst, mit ganzem Herzen auch tust. Und wir haben hier unten mit dem Drachen noch das Stich- oder Schlagwort Macht. Ich finde, es passt auch sehr gut zum Thema Konkurrenz, denn wenn du deine eigene Macht annimmst oder dich selbst ermächtigst, dein Leben in die Hand zu nehmen, dann besitzt du die Macht darüber, nicht die andere. Ne? Du brauchst dich hier in keinen Kampf reinziehen lassen. Vielleicht geht es auch ein bisschen so um die Glaubenssätze. Der Konflikt hier könnte natürlich auch sein, dass man sich selbst limitiert fühlt oder dass man Bammel hat, irgendwie von was begrenzt oder ausgeschlossen zu werden. Und es geht auch darum, dass man sich davon befreien darf, seine Gaben falsch einzusetzen, mit sich selber zu konkurrieren. Ne? Und es geht um deine wahren Stärken und dass die eigentlich dein Geschenk sind. Mit dieser, ich nenne es jetzt mal Macht, deiner eigenen Gabe, kannst du hier alle Fülle der Welt erschaffen. Du hast die Stärke, du wirst unterstützt und du kannst auch Hindernisse im Leben hinter dir lassen und große Träume manifestieren. Also Selbstermächtigung, an seiner eigenen Fülle zu arbeiten und auch nicht daran zu zweifeln, dass das, was man kann, diese Fülle bringt und alles mit Zuneigung und höchster Liebe zu machen, ist hier der Tipp der Karten. Spannend. Gucken wir uns die andere Seite an, den roten Buddha. Ja, auch ein spannendes Thema, die Selbstachtung. Hier habt ihr Engel Michael dabei, Schutzengel Michael. Es geht darum, wertzuschätzen, was man mitbringt, sich auch von anderen davon nichts nehmen zu lassen und auch sich darum bewusst zu sein, dass man dem großen Ganzen etwas Gutes zu bieten hat. Und als Pendant dazu habt ihr diese Einschränkungen, die euch vielleicht auch hindern, diese Selbstachtung komplett zu leben. Denn hier sieht man auf der Karte sehr schön, dass in den Gedanken irgendetwas dich einschränkt oder begrenzt und dass es da Zeit ist, den Horizont zu erweitern und auch ein bisschen stolz auf sich zu sein, sich selbst Gutes zu tun, sich nicht kleiner zu machen oder denken, ich bin nicht gut genug. Das kann auch so ein limitierender Glaubenssatz sein. Ihr habt hier tatsächlich auch den gebenden Teil, der euch hier nach vorne bringt. Vielleicht auch eine große Konfrontation mit euren Sehnsüchten und mit dem, was ihr hinein investiert. Bei anderen kann es vielleicht auch ein partnerschaftliches Ding sein, ne? Dass man denkt, der andere kann es besser, der andere hat mehr verdient als ich, mein Gegenüber leistet mehr als ich, der kommt besser oder die kommt besser weiter als ich. Das darf man sich hier mal hinterfragen. Spannend, denn hier bist du schon resilient, ne? Du hast schon ausgehalten, geübt, gearbeitet an dir. Deine psychische Widerstandskraft ist groß und auch immer mehr so dabei in die Balance zu kommen. Das heißt, es wirft einen so schnell nichts mehr um. Man kann von sich aus sagen, was man schon alles hinter sich und durch gemacht hat.
Und hier geht es um das Regenerieren und auch vom Element her haben wir hier wieder Feuer dabei. Also Regenerieren der Kräfte, die einen schon was gekostet haben und sich dabei auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, ich habe schon so viel geschafft und ich bin stolz auf mich und ich kann mehr Ausgeglichenheit erleben und mich wieder jeden Tag regenerieren. Hier haben wir jetzt noch die Reinigung, Regeneration, also alles so auch eine Phase, wo man sagt, okay, ich lasse was hinter mir, ich kann es so stehen lassen, ich tanke wieder auf, dass ich hier an meine persönliche Fülle auch wieder drankomme. Bei der Karte der Kiefer ist es tatsächlich auch so, dass man eben in traditioneller Art Kiefernzweige für Reinigungen benutzt, weil das Öl der Kiefer sowohl antibakteriell, auch antiseptisch wirkt sozusagen. Und es geht darum, dass dein Energiefeld von allem befreit oder ja, sich Befreiung verschaffen möchte, was nicht mehr nötig ist oder was lästig ist oder dass man nicht mehr mittragen darf, weil es einfach, es ist nicht mehr nötig. Ne? Selbstachtung heißt für mich auch, dass man mal Dinge weglässt, die einen belasten und sie nicht ständig nährt und auf sie guckt. Auch das ist was, wo ich denke, das verhindert irgendwie, dass wir uns gut fühlen. Und in diesem Bereich zu regenerieren und auszumisten und zu reinigen, das kann das Umfeld sein. Da muss man sich mal Ordnung auch verschaffen. Ne? Manchmal ist es auch so, wenn das Energieniveau niedrig ist, dann kann man nicht deutlich wahrnehmen. Alles wirkt so verstopft um einen rum. Also man begrenzt sich irgendwie. Dabei wäre es gar nicht nötig. Ne? Wenn ihr auch überlegt, wenn man zum Beispiel aufräumt, wie oft entdecke ich bei mir Dinge in meinem Zuhause, wo ich schon jahrelang denke, das schmeiße ich mal noch nicht weg, weil ich könnte es ja irgendwann mal gebrauchen. Ja, das liegt in 5 Jahren noch da und ich habe es nicht gebraucht und um sowas geht es auch emotional. Ne? Es geht auch darum, sich die Zeit zu nehmen, sich selbst die Zeit und die Achtung zu schenken, sich wieder fröhlicher zu fühlen, gereinigt zu sein und auch befreit von irgendwas zu sein, das man nicht mehr mit rumschleppen muss. Okay, ihr Lieben, das war jetzt auch wieder sehr interessant und auch sehr speziell. Für mich gelten beide Legungen irgendwie ein bisschen. Auf jeden Fall inspirierend für heute. Ich drücke euch bis morgen.